du dich mit Tanja anlegst, ist das gefährlich für meine Familie. Ich halte euch da völlig raus. Du musst dich entscheiden. Was ist dir wichtiger, wir oder deine Rache? Ihr seid mir das Wichtigste. Kann ich mich darauf verlassen? Versprochen. Hey. Tanja? Ich würde gerne mit nach Düsseldorf kommen. Ein bisschen Zeit mit meinem kleinen Bruder verbringen, ne? Das ist mit uns beiden, Vicky. Das ist vorbei. Ich will euch nicht noch mehr Probleme machen. Wenn Timo mich nicht mehr sehen will, dann gehe ich eben. Ich lasse mich doch von meinem Sohn nicht erpressen. Ich kann ihn ja verstehen. In seinen Augen bin ich an allem schuld. Nicht nur in seinen Augen. Das ging ja schnell. Timo war irgendwie nicht nach einer großen Abschiedsszene. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, dass ich ihm noch mal ins Gewissen rede. Dabei hatte ich das gar nicht vor. Auf jeden Fall ist er gut weggekommen. Ich hoffe, er kann die Klassenreise trotzdem genießen. Das wird er, da bin ich mir sicher. Und ich habe ihn auch darum gebeten, dass er sich trotzdem ab und zu meldet. Danke. Ich nehme an, du hast meine Abwesenheit dazu genutzt, Julia davon zu überzeugen, dass du doch nicht gehen musst. Warum sollte ich das tun? Ich habe doch vor Timo und Leonie die ganze Schuld auf mich genommen. Das ist ja wahnsinnig großzügig von dir. So kenne ich dich gar nicht. Aber wenn ich dich daran erinnern darf, ohne deine Lügen wäre es gar nicht so weit gekommen. Jan und Julia wären als Geschwister aufgewachsen und Timo und Leonie hätten sich von Anfang an als Cousin und Cousine kennengelernt. Du bist verletzt, weil deine Frau Geheimnisse vor dir hatte. Das verstehe ich. Und darum geht's gar nicht. Es geht nicht um mich, sondern um Timo. Und ich finde, er hat die letzten Wochen wirklich genug mitgemacht. Dass du nicht sein Vater bist, hat er doch ziemlich gut verkraftet. So, jetzt reicht's. Pack deine Sachen. Bitte? Das ist mein Haus und ich möchte, dass du jetzt gehst. Sofort. Was ist denn hier los? Dann war's das. Endgültig? Ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Was erwartest du von mir? Dass ich dir verzeihe? Natürlich nicht, nein. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ja, natürlich. Es müsste wieder wachsen. Langsam. Aber das ist doch möglich. Und unsere Töchter? Wie? Was sagen wir denen? Wir sagen denen, wie es ist. Dass wir beide nicht weiter zusammenleben können. Aber dass wir trotzdem für sie da sind, egal wie wir zueinander stehen. Und? Wie stehen wir zueinander? Ach, Vicky, das weiß ich doch nicht. Gib mir ein bisschen Zeit und Ruhe zum Nachdenken. Ja, dann ist es wohl das Beste, wenn ich jetzt gehe. Glaub mir, auf meine Intuition kann ich mich immer verlassen. Als Arzt vielleicht, aber es geht hier immer noch um meine Mutter und nicht um irgendwelche Krankheitserreger. Ich werde mich hüten, jetzt irgendwelche Vergleiche anzustellen. Ich verstehe das einfach nicht. Seit ich dich kenne, war dir deine Eigenständigkeit, dein privater Bereich immer heilig. Ja, und du hast das immer respektiert und ich bin dir dafür sehr dankbar. Was ist? Nichts. Ich finde nur, deine Mutter überschreitet permanent ihre Grenzen. Sie mischt sich überall ein, beeinflusst, trifft Entscheidungen, als wäre sie Teil der Familie. Das ist sie doch auch. Bitte versuch das zu akzeptieren.
Ich merke schon, langweilig wird es in meiner Abwesenheit nie. Na, das wird sich ja jetzt wieder ändern. Du meinst, solange ich da bin, wird Ricardo dich nicht vor die Tür setzen? Ganz bestimmt nicht. Dazu habe ich viel zu gute Kontakte. Du, mir tun nur die Kinder leid. Die haben ja nun auch wirklich gar keinen Grund, sich ihrer Gefühle zu schämen. Erklär das mal Ricardo. Ja. Naja, aber immerhin. Jan und Julia können jetzt offen als Geschwister miteinander umgehen. Endlich kein Versteckspiel mehr. Das ist das einzig Positive. Na, kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Timo ist doch bestimmt sehr enttäuscht von seiner Mutter. Sag mal, der ist doch nicht etwa wieder abgehauen, oder? Doch, nach Rom. Ah. Klassenfahrt. Ach so. Aber er ist nicht enttäuscht von seiner Mutter. Er ist enttäuscht von mir. Ich will nur nicht, dass du oder Timo, dass ihr am Ende enttäuscht werdet. Wie kommst du darauf? Tja, wie nur? Sie ist meine Mutter und ich glaube ihr. Sie will einfach nur in Frieden mit ihren Kindern und Enkeln leben. Warum sollte sie das aufs Spiel setzen? Weil sie nicht anders kann. Was ist, wenn Clarissa immer noch die Alte ist? Die Clarissa, von der du mir erzählt hast. Wenn ich je mitbekomme, dass sie wieder ihre intriganten Spielchen treibt, dann schmeiße ich sie höchstpersönlich raus. Und zwar für immer. Das würdest du tun? Worauf du dich verlassen kannst. Ganz ohne Hintergedanken? Ja doch. Respekt. Also wenn du Jan und Julia wirklich so selbstlos aus der Schusslinie genommen hast, dann hast du tatsächlich was dazugelernt. Ricardo will mich natürlich jetzt erst recht loswerden. Aber inzwischen kämpft er mit offenem Visier. Das erleichtert die Sache. Inwiefern? Julia steht ganz klar auf meiner Seite. Wenn er nicht aufpasst, ist er weg vom Fenster. Naja, vergiss nicht, Julia liebt ihren Mann. Ich werde es nicht zulassen, dass er sich zwischen mich und meine Familie stellt. Und wenn doch... Hey Olli, wo steckst du? Ich habe Besuch mitgebracht. Nett, zu den Baustellen schauen. Sag mal, nimmst du ja Arbeit mit nach Hause? Ja, wir sanieren die Wohnung gerade. Genau genommen das ganze Haus. Also den Bauleiter, den würde ich feuern. Ich mach die Bauleitung. Verstehe. Wie war's denn? Oh, hey, ich bin Olli, Andys mit... Ich bin Daniel, Andys Bruder. Ich werd bekloppt. Daniel! Krass, ich hab dich eben nicht erkannt. Bist du für die Beerdigung angereist aus Sierra Leone? Ja, ich habe zuerst hin und her überlegt, aber er war ja immer nur unser Vater. Herzliches Beileid. Danke. Übrigens hat mich selbst mein Bruder nicht erkannt. Muss ja also nicht peinlich sein. Ja, ich dachte, mich haut's um. Ich hätte ja nie gedacht, dass du extra deswegen einfliegst. Jungs, das müssen wir ordentlich begießen. Auf jeden Fall, wie wär's im No Limits? Das wirst du übrigens auch nicht wiedererkennen. Und rate, wer der neue Inhaber ist. Tata. Du? Yep. Ach was, wie kommt's? Lange Geschichte. Erklär ich dir alles bei einem gepflegten Alt. Ja, gepflegt trifft's leider. Ich muss morgen fit sein, hau mich lieber früh hin. Wie, wofür denn? Ja, eigentlich wollte ich nicht drüber reden, solange ich nicht sicher bin, ob's klappt. Ich hab doch schon gewusst, dass du nicht einfach so nach Düsseldorf kommst. Also komm, spuck aus. Ich habe ein Vorstellungsgespräch im Krankenhaus. Das heißt, du würdest, du kannst und du willst? In Düsseldorf bleiben? Wenn's klappt, ja. Ja, wie geil. Mein Bruder wird Arzt in Düsseldorf. Genial. Ja, Jungs, jetzt erst mal abwarten, ja? Na, das wird schon. Die beiden Brüder zusammen, da kommen doch geniale Zeiten wieder auf. Ich dachte, da ist gar kein Alkohol drin. Der Cocktail ist auch in Ordnung. Dein Fuß? Morgen geht's ja Gott sei Dank in die Reha. Hey, du kannst es ja kaum erwarten, mich loszuwerden. Hey, im Gegenteil. Ich werde dich schrecklich vermissen. Ihr habt so gar keine Hemmung mehr, oder? Stimmt. Warum auch? Ihr braucht ja keine Angst zu haben, dass Marlene hier gleich auftaucht. Die liegt ja im Krankenhaus. Kim, lass gut sein, okay? Nichts ist okay. Marlene hat dein Kind verloren, Hagen. Und was machst du? Knutschen in aller Öffentlichkeit hier unsere Schwester ab. Das ist wirklich ätzend. Hagen und ich sind jetzt zusammen. Und wir sehen auch keinen Grund, warum wir das weiter verstecken sollten. Ja, toll. Warum hast du nicht gleich Mama mitgebracht? Wir könnten eine Partie Wahrheit oder Pflicht spielen, Sie ist hm? wieder weg. Bei Oma. Ich glaube schon, dass... Das heißt, ich weiß es nicht. Habt ihr euch jetzt endgültig getrennt?
Pass auf, was ich vorhin im Flieger entdeckt habe. Das ist ein Knüller. Hör zu. Tanja von Lahnsteins Versuch, auf dem stark umkämpften amerikanischen Modemarkt Fuß zu fassen, scheint zum Scheitern verurteilt. Zu groß ist der Protest des konservativen Reverend Cooper gegen die skandalträchtige Werbekampagne des Parfums Incest. Für Linie Clarisse Lahnstein könnte das den Bankrott bedeuten. Würdest du diesen Namen nicht laut aussprechen? Was denn? Reverend Cooper? Nein, den anderen. Du meinst Linie Clarisse Lahnstein? Was die sich einbildet, setzt ihren Namen einfach hinter meinen. Was willst du? Der Laden gehört ihr. Ich meine, deine Ex-Firma. Sie will natürlich dem Label ihren Stempel aufdrücken. Sie will mich demütigen, das will sie. Und deshalb hetzt du ihr Jans Kollegen auf den Hals, ja? Ich? Ich verwette mein Schneiders, dass du dahinter steckst. Ach, behalt dein Schneiders. Ich habe nichts damit zu tun. Wer ist dieser Reverend Cooper? Ein Schauspieler? Ach, irgend so ein religiöser Spinner. Amerika ist doch voll davon. Wenn Tanja so eine provokante Werbekampagne fährt, ist es doch kein Wunder, dass sie sich die Finger verbrennt. Ja, an einem Feuer, das du entfacht hast. Guck mal, das einzig frische Bettzeug ist von Jessica. Meinst du, das können wir meinem Bruder zumuten? Jessicas ganzes Zimmer sieht so aus, da kommst du auch nicht mehr drauf an. Ja, stimmt auch wieder. Gutes Timing von ihr, dass sie gerade in New York ist. Wenn mein Bruder die Stelle kriegt, dann müssen wir umdenken. Von mir aus kann er so lange bleiben, wie er will. Wie kam es eigentlich, dass du jetzt doch noch zur Beerdigung gefahren bist? Naja, ich habe noch mal nachgedacht. Und Helena meinte auch, dass es gut wäre. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mich besser kennt als ich mich selbst. Ist doch klar, ihr wart ewig zusammen. Auch wenn man sich getrennt hat, der andere bleibt doch irgendwie der wichtigste Teil im Leben. Ah, na, was meinst du? Hast du hier drin süße Träume? Also Hypoglykämie kann ich damit schon mal ausschließen. Das ist Unterzuckerung. Ah, Ex-Sani und ein Doktor im Haus, da kann ja gar nichts mehr passieren. Mach mal das Bett. Sag mal, weiß Helena eigentlich, wie viel sie dir noch bedeutet? Ich schätze schon. Warum sagst du es ja nicht einfach? Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Doch, klar. Sie hat sich von mir getrennt. Es ist aus und vorbei. Glaub mir, Andi, es ist erst vorbei, wenn man den anderen nicht mehr vermisst. Hier, ein doppelter Espresso. Danke, stimmt so. Dankeschön. Und du bist dir sicher, dass du gleich noch schlafen kannst? Oh, das habe ich gar nicht vor. Hi. Andi. Ich wollte mich bei dir bedanken dafür, dass du mich so gut kennst. Bitte? Naja, also ich hätte es tierisch bereut, wenn ich mich nicht von meinem Vater verabschiedet hätte. Ach, dann bist du doch zur Beerdigung gefahren. Naja, ich konnte mich echt immer auf dich verlassen. Ich mich auf dich auch immer. Ohne dich hätte ich verdammt oft nicht weitergewusst. Das werde ich dir nie vergessen. Du kannst doch übrigens weiterhin immer auf mich zählen. Also zum Quatschen oder... Notdienst Fritsche ist auf jeden Fall immer 24 Stunden für Sie bereit. Danke, ich muss jetzt aber auch los. Echt schade, denn ich hätte dir gern noch meinen großen Bruder vorgestellt. Ach, Daniel ist hier. Ja, ich habe ihn auf dem Friedhof getroffen und gleich mitgeschleppt. Er wird wohl auch eine Weile bleiben. Dann werden wir uns ja früher oder später sowieso kennenlernen. Okay, bis dann. Ciao. Auf dem Begrüßungseid konnte ich ihn doch noch überreden. Du hast gerade Helena verpasst. Echt? Schade. Ich werde sie bestimmt noch kennenlernen, früher oder später. Ja. Ich bin wieder da. Hey, wie war die Motivsuche? Gut. Sag mal, weißt du, wo meine Mutter ist? Spazieren mit Charlie. Ach stimmt, die ist ja wieder da. Das ist ja wahrscheinlich auch ganz recht, oder?
Dann haben wir wieder mehr Zeit für uns und sind mal ungestört. Ungestört. Ein Wort mit Seltenheitswert. Ich weiß, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Mutter verbringen muss. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich verspreche dir, ich gebe mir Mühen. Klingt nach übermenschlichen Anstrengungen. Deine Mutter ist ein harter Brocken. Aber das bin ich auch. Seit wann liest du eigentlich Frauenzeitschriften? Muss ich mir Sorgen machen? Ich habe nur eine Unterlage gesucht für die Blumentöpfe. Lahme Ausrede. Bis gleich. Wieder nur die Mailbox. Vielleicht hat sie sich ein Hotel genommen und hat sich hingelegt. Kein Grund, sich gleich Sorgen zu machen. Ist ja nicht das erste Mal, dass sie in einem Hotel übernachtet. Wer weiß, vielleicht lernt sie ja jemanden an der Bar kennen. Auf jeden Fall ist sie erwachsen. Sie wird schon irgendwo unterkommen. Victoria? Oh, Carmen. Ich dachte, du bist noch bei deiner Mutter. Nee, ich bin schon heute Nachmittag zurückgekommen. Suchst du ein Zimmer? Was? Ach so, nee, das ist für eine Freundin, die mich heute besuchen kommt. Soll ich dich mitnehmen? Ich muss heute in deine Richtung. Danke, das ist nett, aber Thomas holt mich gleich ab. Okay, dann euch noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Dass ihr nicht mal mehr unter einem Dach leben könnt. Ihr könnt euch jetzt nicht eure Ehe einfach so aufgeben. Jetzt sag du mir nicht, was ich an meiner Ehe habe. Das weiß ich selber. Trotzdem stellst du alles in Frage. Als ich heute mit Vicky bei Marlene war, da war sie mir für einen Moment ganz nah. So vertraut. Aber kaum waren wir alleine, da konnte ich an nichts anderes mehr denken, als daran, dass sie mich 18 Jahre lang belogen hat. Dana findet das nicht so schlimm, Papa. Doch, ich finde das sehr wohl schlimm. Aber das heißt doch nicht, dass alles das, was vorher war, dass es nicht zählt. Aber wie kann ich ihr jemals wieder vertrauen? Indem du sie einfach gehen lässt, gibst du ihr jedenfalls keine Chance. Ein Einzelzimmer. Ab sofort. Es ist Messe. Und wie sieht's mit dem Doppelzimmer aus? Für wie lange? Ja, ich muss mir das noch mal überlegen. Vielen Dank. Wiederhören. Victoria! Was machen Sie denn noch hier? Waren Sie bei Marlene? Hat sich Ihr Zustand verschlechtert? Nein, sie wird sogar morgen schon wieder entlassen. Gut, das ist schön. Kann ich Sie nach Hause bringen? Ich habe kein Zuhause mehr. Thomas will nicht mehr mit mir zusammenleben. Nach 26 Jahren Ehe. Tut der Fuß wieder weh? Ich musste nur gerade an meine Mutter denken. So, bitte, Victoria. Das ist mir alles so unangenehm. Das muss es nicht sein. Bitte setzen Sie sich. Nehmen Sie Platz. Ich mache uns erst mal einen Tee. Oh, das ist nett, danke. So loud on to you, 'cause I'm loaded by you, and I'm broken by you. I'm broken by you.
Hallo? Sie schon wieder. Für was bezahle ich Sie eigentlich? Natürlich wird Tanja alles versuchen, um ihre Werbekampagne zu retten. Sie brauchen mehr belastendes Material gegen Sie. Ja, schicke ich Ihnen. Sorgen Sie endlich dafür, dass der Prozess ins Laufen kommt. Blöder Pfaffe. Probleme? Nein, alles in Ordnung. Das hört man gern. Ah, Sie haben es hier einfach herrlich, Ricardo. Oh, vielen Dank. Sehr gerne. Für wie viel Uhr waren Sie mit Clarissa verabredet? Oh, wir hatten gesagt zum Frühstück, aber das war wahrscheinlich etwas vage. Sie wird bestimmt bald fertig sein. Brauchen Sie die noch? Sonst? Nein, danke, die habe ich im Flieger schon gelesen. Ich habe übrigens gestern mal selber drin geblättert und dabei ist mir ein Artikel ins Auge gesprungen über diese Firma. Linie Clarisse Lahnstein. Ist das der Artikel, über den Sie sich gestern unterhalten haben? Ja, genau. Warum fragen Sie? Linie Clarisse, Clarissa. Hatte Clarissa mal was mit der Firma zu tun? Ja, sie hat ihr vor Urzeiten mal gehört. Ah. Na dann ist es natürlich kein Wunder, dass ihr die neue Besitzerin ein Dorn im Auge ist. Oh, wie kommen Sie denn darauf? Es ist mir furchtbar unangenehm und auch sehr unhöflich, aber ich habe gestern rein zufällig gehört, was Sie Ihrer Freundin unterstellt haben. Zufällig, so. Ricardo, Sie müssen doch mittlerweile mitbekommen haben, dass wir beide uns gerne ein bisschen aufziehen, Clarissa und ich. Ein Spaß. Ach, dieser Verdacht war natürlich nicht ernst gemeint. Ach so. Und ich dachte schon, aber das klingt doch allzu abenteuerlich. Clarissa engagiert einen echten Reverend, nur um ihre ehemalige Firma in den Ruin zu treiben, nur weil sie der jetzigen Besitzerin den Erfolg missgönnt. Ja, zu abenteuerlich. Eben genau damit wollte ich Clarissa ein bisschen foppen. Ihre Freundin haben Sie nicht reinlegen können, aber mich. Tatsächlich. Auch ein Erfolg, oder? Für so leichtgläubig habe ich sie gar nicht gehalten. So täuscht der Schein. Noch Saft? Danke, nein. Wollen Sie nicht wenigstens etwas frühstücken? Nein, wirklich nicht. Ich habe Sie auch schon viel zu lange aufgehalten. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Also, wie gesagt, von mir aus können Sie gerne länger bleiben. Die eine Nacht hat mir schon sehr geholfen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Haben Sie denn heute frei? Ja, deswegen will ich auch gleich ins Krankenhaus zu Marlene fahren. Oh. Dann richten Sie ihr doch bitte Grüße von uns allen aus und gute Besserung. Das mache ich. Und wie gesagt, wenn Sie etwas brauchen, scheuen Sie sich nicht, das zu sagen. Ja? Vielen Dank. Ich werde mir nur schnell ein Taxi rufen. Na, das wird nicht nötig sein. Ich könnte Herrn Schiller Bescheid sagen. Ja. Mein Gott, jetzt mache ich Ihnen so viel Mühe. Ich bitte Sie, wofür haben wir denn unseren Chauffeur? Mich müssen Sie leider entschuldigen. Ich habe noch einen wichtigen Termin wegen der Stiftung. Danke, Elisabeth. Für alles. Jederzeit wieder. Der Wagen wird jeden Augenblick vorfahren und ich werde mich persönlich um Ihr Gepäck kümmern. Danke, Justus. Ah, welch seltener Gast. Wollen Sie zu mir? Wieso sollte ich? Vielleicht, weil es bei einem gemeinsamen Kind immer Gesprächsbedarf gibt. Ich habe Kim übrigens gestern getroffen. Es ging ihr nicht gut. Ich glaube, sie suchte jemanden zum Reden. Sie kann mit ihrem Problem jederzeit zu uns kommen. Offensichtlich hat Kim diesen Eindruck gerade nicht. Ich habe nicht vor, das hier mit Ihnen zu diskutieren. Tja, warum sind Sie denn dann hier? Weil Sie Familienanschluss suchen? Auch wenn es vielleicht nicht gerade danach aussieht. Ich habe bereits eine Familie. Und Kim auch. Da haben Sie recht. Danach sieht es im Moment nicht aus. Thomas. Hätte ich mir ja denken können, dass du hier bist. Nur für eine Nacht. So wie damals? Also du kannst nicht ernsthaft glauben, dass Ansgar und ich... Was ich glaube, spielt überhaupt keine Rolle. Thomas, lass uns noch mal miteinander reden. Ich habe keine Zeit. Ich habe einen Termin mit Ludwig.
Also wenn du jetzt jeden Morgen das Bad blockierst, dann schicke ich dich zurück in die Wüste. Ist das angekommen? Ist angekommen. Warum zurück in die Wüste? Oh, ich dachte, du wärst mein Bruder. Und keine Sorge, ich werde nichts verraten. Was wirst du nicht verraten? Naja, dass du hier gewesen bist bei Dana. Oh, kein Problem. Wir sind jetzt offiziell zusammen. Ach, echt? Freut mich. Danke. Meine Mutter hat auf Königsbrunn übernachtet. Oh, wie geht's ihr? Ich glaube nicht so gut. Ich werde Papa noch mal anrufen, damit die beiden sich aussprechen. Das sollten die beiden unter sich klären, Dana. Ja, stimmt. Wenn Eltern sich streiten, dann sollte man sich besser nicht einmischen. Guten Morgen. Morgen. Das ist Daniel, mein großer Bruder. Das ist Dana, meine Mitbewohnerin, und Hagen, ihr neuer Freund. Hallo. Hey. Bleibst du jetzt länger? Ja, das ist eine gute Frage. Daniel ist Arzt und der hat ein Bewerbungsgespräch im St. Vinzenz. Ah, deshalb der Anzug. Naja, das ist von Olli. Passt nicht so gut, oder? Willst du eine ehrliche Meinung? Nee, schon gut. Kauf mir dann doch lieber einen neuen. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Ich auch. Wir sehen uns sicher noch. Danke, ciao. Ciao. Sag mal, bist du jetzt eigentlich durch Zufall hier oder meinetwegen? Wenn du mir versprichst, dass dein Ego nicht durch die Decke schießt. Na klar, deinetwegen. Also ich würde mich echt freuen, wenn das klappt. Na, jetzt brauche ich erstmal einen Anzug und mein Termin ist schon in einer Stunde. Schaffe ich das? Also wenn ich dir helfe, auf jeden Fall. Ich wollte doch selbst nicht nach Königsbrunn. Elisabeth hat mich überredet, weil ich so schnell kein günstiges Hotel finden konnte. Und deshalb hat Papa sich so aufgeregt? Nicht aufgeregt. Er wollte nicht mit mir reden. Dabei hat Dana mir erzählt, dass er eigentlich dazu bereit war. Ach, Mama. Wieso geht eigentlich gerade alles in die Brüche? Ach, nicht alles, mein Engel. Dein Vater und ich haben gerade eine schwere Krise. Ja, die schwerste überhaupt in unserer Ehe. Wer kriegt das wieder hin, oder? Ich liebe Thomas. Und er liebt mich. Sonst wäre er nicht so verletzt. Hallo? Hey, Papa. Was machst du denn hier? Ich besuche unsere Tochter. Ich dachte, du hättest einen Termin mit Ludwig. Hat nicht so lange gedauert. Na? Und wie geht's meiner Großen? Ganz gut. Und bist du gekommen, um mich abzuholen? Ich kann dir allerdings keine Limousine bieten. Thomas, ich kann dir erklären, wieso ich auf Königsbrunn übernachtet habe. Musst du nicht. Ist schon gut. Ja, seid ihr soweit? Mhm. Gut. Nichts vergessen? Ich werde Nico bitten, die Skulptur woanders hinzustellen. Weniger zentral. Nein, sie soll sie genau hier stehen lassen. Nico will, dass ich immer daran erinnert werde, was ich getan habe. Als ob du das jemals vergessen könntest. Du bist genug bestraft worden. Ja, mit einer Bewährungsstrafe und Führerscheinentzug für ein Jahr. Dafür, dass ich einen Menschen auf dem Gewissen habe. Hm? Wem hätte es geholfen, wenn du für Jahre ins Gefängnis gegangen wärst? Mir? Nico? Es hätte Philipp nicht zurückgeholt. Du musst nach vorne sehen, Helena. Was anderes kannst du gar nicht tun. Doch, das kann ich. Und ich tue es bereits.
Grüß Sie, Herr Mendes. Ich bin jetzt fertig. Darf ich es gehen? Ja, danke, Juanita. Dann bis morgen. Gracias. Adios. Ich wollte dich wirklich nicht vertreiben. Das würde dir auch nicht gelingen. Ja, Charlie, schön, dass ich Sie erreiche. Ich wollte fragen, ob Sie heute Abend Lust haben, etwas zu unternehmen. Ja, Kultur in Palma. Es gibt da eine nette kleine Galerieeröffnung und ich hätte die Möglichkeit, Sie auf die Gästeliste setzen zu lassen. Julia sagte mir, dass das für Sie interessant sein könnte. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich kenne jetzt Ihr gesamtes Krankenhaus, bis auf das Büro des Chefarztes. Nächste Tür rechts. Vielen Dank, Isabella. So sollten Sie allerdings nicht da reingehen. Das ist der Anzug, oder? Der Verkäufer hat mir versichert, dass er mir gut steht. Ich wusste, dass er lügt. Überhaupt nicht. Sie sehen fantastisch aus. Es ist nur eine Kleinigkeit. Ich mache das schon. Sie sind ein Engel. Dann ebenso. Ein Engel mit Biss. Dann vielen Dank noch. Ja, viel Glück. Sie ruht sich noch ein bisschen aus. Ich treffe mich gleich noch mit Dana auf dem Café, bevor sie wegfährt. Vielleicht magst du mitkommen. Ich habe mich schon von ihr verabschiedet. Soll ich uns einen Kaffee machen? Danke, für mich nicht. Sollen wir uns nicht noch mal setzen? Ich meine, Dana hat mir erzählt, dass du noch mal mit mir reden wolltest. Ja. Aber das war bevor du bei Ansgar um Asyl gebeten hast. Elisabeth hat mich eingeladen. Und ich habe das auch nur für eine Nacht akzeptiert. Ach ja? Und gab es in ganz Düsseldorf keine andere Unterkunft? Zurzeit ist Messe. Mir war das auch nicht recht. Das musst du mir glauben, Thomas. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt noch mal irgendetwas glauben kann. Und deshalb zweifelst du jetzt jedes einzelne Wort von mir an. Thomas, wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Das muss dir doch auch irgendetwas bedeuten. Sag mir, was ich machen kann, damit du mir wieder vertraust. Hm? Okay, dann packe ich jetzt meine Sachen und dann bist du mich endgültig los. Mach das. Ach, Vicky, Ja? sag bitte Kim nicht, dass du bei den Lahnsteins ein- und ausgehst. Es reicht, wenn mir das auf den Magen schlägt. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Denn Schiffer im kleinen Schiffe, er greift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Hallo. Hi. So traurig sehen Sie mir aber nicht aus. Wie lief denn das Vorstellungsgespräch? Für Sie als kleines Dankeschön. Sie haben mir Glück gebracht. Heißt das, Sie haben die Stelle? Das Gespräch war sehr vielversprechend. Das freut mich. Ja, meine erste Diagnose als Arzt hier würde Sie betreffen. Schlafen Sie mehr? Sieht man mir das so an? Nein, Sie sehen wundervoll aus. Aber eben so ein bisschen erschöpft. Aber das soll ja helfen. Also, vielleicht bis bald. Ja. Danke. Ciao. So, jetzt komm zu mir, Baby. Wo bist du? Hier bin ich doch. Nicht du, ich suche eine Lüsterklemme. Du und dein Schweinkram. Vergiss es. Aber ich finde dich schon. Hat Daniel sich gemeldet, wie es gelaufen ist? Nee, aber das muss einfach klappen. Und wenn nicht, geht er dann zurück nach Sierra Leone?
will ich nicht hoffen. Weißt du, was bei Daniel und Gabriella war? Die waren doch das Traumpaar. Sie haben sich getrennt. Wie das bei Traumpaaren so ist, schätze ich. Aber ich denke, Daniel ist zurück nach Düsseldorf gekommen, weil er noch mal von vorne anfangen möchte. Hey, bin wieder da. Hä? Na, wie ist es gelaufen? Ganz gut, glaube ich. Eine Lüsserklemme. Oh Mann, die habe ich überall gesucht. Na, zum Glück bin ich ja jetzt da. Hm? Ja, dann bin ich mal wieder unten. Ciao. Tschüss. Na, hast du schon ein paar Kollegen kennengelernt? Ja, den Chefarzt. Und dann ist mir auf dem Flur noch ein Engel begegnet. Wie jetzt? Eine Schwester und sie hat mir Glück gewünscht. Und ich glaube ja, wenn das mit der Stelle klappt, habe ich es ihr zu verdanken. So ein persönlicher Glücksengel. Könnt ihr mir auch mal über den Weg laufen. Tschüss. Prost. Nein, Becky, ich mache das freiwillig. Ja, neben der Arbeit im Auktionshaus. Ist zwar anstrengend, aber es tut mir gut. Aber das bleibt unter uns, okay? Ja, die Krankenhausleitung hat mir erlaubt, unter einem anderen Namen zu arbeiten. Isabella, mein zweiter Vorname. Ja, klar, lass Tanja besser nicht warten. Wir telefonieren. Ciao, Becky. Ich glaube, wir müssen los. Und du bringst Dana in die Klinik. Ja, ich liefere sie höchstpersönlich da ab. Und ich werde ihnen klar machen, dass ich sie erst wieder mitnehme, wenn der Fuß wieder völlig okay ist. Hey, erwische ich dich ja doch noch. Alles Gute. Werde ich vermissen. Ich dich auch. Und grüß Andi noch mal von mir, ja? Mach ich. Ja, ich wünsche euch auch eine gute Fahrt, ne? Ich freue mich für euch. Danke. Und du kannst natürlich so lange bei uns wohnen, wie du willst. Aber das hat dir Elisabeth bestimmt auch schon gesagt. Ja, das ist nett. Vielen Dank. Aber ich glaube, ich werde was anderes finden. Ich glaube, das wird schwierig. Wir rufen auch den ganzen Tag Leute an, die Zimmer suchen. Ich darf dann immer sagen, dass wir gerade nicht vermieten. Ja, sie renovieren, ne? Das hat Dana erzählt. Aber wenigstens haben wir schon wieder ein Zimmer, das ein Bad hat. Ach so, wenn Sie wollen, das können Sie gerne haben. Ach, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Okay, Mama. Wir sehen uns in 2 Wochen. Mach's gut, mein Schatz. Tschüss, Olli. Ciao. Ja, ich muss Sie aber vorwarnen. Es gibt kein Frühstück und das warme Wasser fällt manchmal aus. Dann können Sie aber hoch zu uns in die WG kommen. Und den Kaffee, den mache ich Ihnen höchstpersönlich hier im No Limits. Das klingt ja fast perfekt. Ja, das machen wir dann. Gut, dann hole ich Ihnen den Schlüssel. Hallo, da bin ich. Können wir? Ja, wenn ich mich noch fertig anziehen darf. Darfst du? Schön, dass du Zeit hast. Hast mir keine Ruhe gelassen. Ich dachte mir, ein bisschen Kultur zur Abwechslung kann dir nicht schaden. Kultur. Als ob du wüsstest, was das ist. Männer kenne ich sofort, wenn sie einem Menschen fehlt. Können wir los? Ja. Wolltest du nicht einen Wagen bestellen? Ja, der wartet vorne an der Straße. Na, hoffentlich lohnt sich diese Ausstellung. Das ist nicht irgendeine Ausstellung, das ist eine Galerieeröffnung. Ganz exklusiv. Man kommt nur rein, wenn man auf der Gästeliste steht. So exklusiv kann die nicht sein, wenn du es auf die Gästeliste geschafft hast. Ricardo hat das eingefädelt. Und der war fest davon überzeugt, du würdest dich freuen, wenn ich dich mitnehme. Was ist los? Hast du was vergessen? Ricardo hat uns auf die Gästeliste setzen lassen?
Ja, Julia hat ihm offenbar erzählt, dass ich früher Galeristin war und mich für Kunst interessiere. Und ich glaube, er kennt die Leute, denen die Galerie gehört. Und Clarissa? Ja, jetzt komm schon. Clarissa, jetzt sag mir doch endlich mal, was los ist. Der Wagen wartet doch, wir kommen zu spät. Clarissa, jetzt sag mir endlich mal, was das alles soll. Wo ist denn dieses verdammte Ding? Das Problem mit dem Schlüssel hattest du schon früher. Ach, früher. Da hatte der Concierge den Schlüssel und ich bin direkt mit dem Fahrstuhl ins Penthouse gefahren. Jetzt mach schon. To your heart.